Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem ersten Video im Jahr 2021. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ich hoffe, ihr seid gut und gesund in das neue Jahr gestartet. Heute geht es um das Erntedankfest. Das tamilische Erntedankfest Thai Pongal wird auch als Ulavattirunal bezeichnet. Es ist bekannt, dass Reis in Sri Lanka und in Indien zur täglichen Mahlzeit gehört. Deswegen hat die Landwirtschaft eine sehr wichtige Bedeutung in diesem Fest, da die Hauptnahrungsquelle aus der Landwirtschaft stammt. Wie viele andere Feste wird dieses Fest nach dem tamilischen Sonnenkalender gefeiert. Laut dem tamilischen Sonnenkalender beginnt der tamilische Monat Thai am 14. bzw. 15. Januar. Deshalb wird dieses Fest auch Thai Pongal genannt, weil es im tamilischen Monat Thai gefeiert wird. Hierbei wird das Fest in 4 Tage aufgeteilt. Am ersten Tag wird das Bogi Pongal gefeiert, am zweiten Tag das Surya Pongal, am dritten Tag das Madhu Pongal und am letzten Tag das Kanum Pongal. Allerdings ist es mir nicht bekannt, dass in Sri Lanka auch Bogi Pongal und Kanum Pongal gefeiert wird. Ich kenne nur das Surya Pongal und das Madhu Pongal. Ich glaube eher, dass Bogi Pongal und Kanum Pongal dazu in Südindien gefeiert wird. Falls ich da falsch liegen sollte, schreibt es gerne in die Kommentare. Nur in Sri Lanka und in Südindien heißt das Fest Thai Pongal. In anderen Regionen Indiens wird das Fest unter anderen Bezeichnungen, unter anderen Art und Weisen zelebriert. Für eine reichhaltige Ernte ist sowohl die Sonne als auch der Regen sehr wichtig. Am ersten Bogi-Tag wird die Gottheit des Regens und der Wolken namens Indra geehrt. Die Landwirte verabschieden sich von der alten Erntesaison und heißen die neue Erntesaison willkommen. Als Symbol dafür, sich vom Alten zu trennen und offen für Neues zu sein, kommen die Familien schon ein paar Tage vorher zusammen, reinigen das Haus und trennen sich von unbrauchbaren Dingen, indem sie zum Beispiel alte Sachen oder Sachen, die sie nicht mehr benötigen, verbrennen. Am zweiten Tag des Surya Pongals findet das eigentliche Pongalfest statt. Also nochmals, soweit ich weiß, feiern wir in Sri Lanka bereits am 14.01. das Pongalfest, also das Surya Pongal, weil wir eigentlich das Bogi Pongal so nicht feiern. Und am 15. feiern wir dann das Madhu Pongal, was eigentlich in Indien dann am 3. Tag gefeiert wird. Am Surya Pongal steht jeder in der Familie zum Sonnenaufgang auf, macht sich frisch und meistens zieht man dann an dem Tag die neue Kleidung an, welches man für das Pongalfest gekauft hatte. Vor dem Hauseingang wird meistens von den Frauen ein Mandala, heißt bei uns Kolam, gezeichnet aus Reismehl. Reismehl aus dem Grund, damit sich auch kleinere Tiere wie zum Beispiel Ameisen sich davon ernähren können. Dann wird Pongal gekocht. Dafür wird entweder vor dem Hauseingang oder wenn man ein offenes Hof hat, dann wird da eine Feuerstelle entfachtet. Darauf wird ein noch nicht benutzter Tontopf draufgesetzt. Als erstes wird in den Topf Milch reingegeben. Die Milch wird gekocht und dabei ist es wichtig, dass die Milch überkocht. Das ist quasi auch die Bedeutung von dem Begriff Pongal, dass etwas überkocht, dass etwas überläuft. Damit wird quasi der Überschuss von Glück symbolisiert. Dazu kommt frisch geerntetes Reis und Palmzucker dazu. Man kann auch Nüsse hinzufügen und auch Rosinen. Das fertige Gericht wird auf ein Bananenblatt serviert. Neben dem Gericht werden auch Obstsorten wie zum Beispiel Banane, Mango und Jackfruit hingelegt. Außerdem werden auch verschiedene Beilagen dazugelegt und anschließend wird dann das Ganze den Göttern zuerst serviert, unter anderem auch dem Sonnengott
Surya und danach wird es von der Familie gegessen. Es ist auch üblich, dass man dann Familien und Freunde anruft und ihnen auch eine erfolgreiche Ernte für das kommende Jahr wünscht. So, dann kommt es Mattu Pongal. Das ist ein Tag, der den Nutztieren gewidmet wird. Diese Tiere sind sowieso in Sri Lanka und in Indien sehr, sehr heilig. Sie liefern nicht nur Milchprodukte, sondern helfen sie auch dem Landwirt auf dem Feld. Und deswegen wird ihnen quasi ein kompletter Tag als Dankbarkeit gewidmet für ihre Dienstleistungen, die sie für die Menschen erbringen. An diesem besonderen Tag werden die Tiere gebadet, ihre Hälse und ihre Hörner werden mit Blumen, Girlanden und auch Glocken geschmückt. Manche werden sogar, angemalt und es werden auch Zeremonien durchgeführt, um sie vor negativer Blicke zu schützen. Es ist anscheinend auch üblich, dass die Tiere danach durch die Stadt geführt werden, damit jeder ihre Pracht betrachten kann, und das zubereitete Pongal wird erstmal den Kühen angeboten und danach den anderen Tieren. Ja, und jetzt kommen wir auch zum letzten Festtag, also zum heutigen Festtag, das sogenannte Kanum Pongal. Laut meinen Recherchen war es wohl früher üblich, dass am heutigen Tag Mädchen und Jungen, die sich im Heiratsalter befinden, zum Flussufer gegangen sind, um nach ihren zukünftigen Partner oder Partnerin Ausschau zu halten. Und heute wird eher der Tag dafür genutzt, um sich etwas Zeit zu nehmen für andere Aktivitäten, wie zum Beispiel andere Familien besuchen oder Ausflüge machen. Ja, das war's jetzt auch schon mit meinem Video. Falls ich irgendwelche wichtigen Informationen vergessen haben sollte, ergänzt es gerne in den Kommentaren. Ich lerne auch immer was Neues dazu. Und dann wünsche ich euch allen, die das Pongalfest feiern, das Erntedankfest feiern, ein frohes Erntedankfest. Und ich freue mich auf das nächste Mal mit einem neuen Video. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Tschüss!